Hi, hier ist Bob Hutton, noch einmal der Mutmacher. Für diesen Tag ebenfalls Gottes Segen und einen schönen Tag wünsche ich euch. Wir sind wieder in der Apostelgeschichte, Kapitel 15. Das Ergebnis dieser Beratung, die apostolischen Konzil ist denn bekannt. Die haben etwas aufgeschrieben, die haben sich entschuldigt, dass Leute, also die Gemeinde in Jerusalem, die Leiter haben sich entschuldigt, dass Leute gekommen sind nach Antiochia, die doch nicht von der Kirche, der Gemeinde geschickt wurden, entschuldigen sich dafür und sie ermutigen sie, dass sie weitermachen mit Jesus. Paulus und Barnabas soll das die Gemeinde da sagen, und damit sie wissen, das ist wirklich das, was in Jerusalem gesagt wird, die schicken auch 2 Leute von Jerusalem mit. Die schicken einen Mann namens Silas und auch Judas. Und ich habe Judas erwähnt, ganz am Anfang von unserem Studium von der Apostelgeschichte, weil es kann sein, dass dieser Judas und der Josef, der erwähnt ist im ersten Kapitel von Apostelgeschichte, dass diese gleiche Personen sind. Wir sind nicht absolut sicher sein, aber es kann sehr gut sein. Und Josef, der wollte gerne Apostel werden. Er wollte gerne den Platz von Judas, der Iskariot, einnehmen. Aber er wurde nicht angenommen. Aber trotzdem hat er weitergemacht und es hat sich scheinbar ergeben oder gezeigt über die Jahre, die jetzt vorbei sind, dass dieser Judas, Josef oder wer auch immer das ist, dass er eigentlich kein Apostel ist, sondern der ist ein Prophet. Und die Bibel sagt, Silas und Josef waren beide Propheten. Ja, was ist denn ein Prophet? Vielleicht denn denken wir an jemanden aus dem Alten Testament, jemand so wie Elia, der gebetet hat und Feuer ist aus dem Himmel gekommen. Oder jemand wie Jeremia, der immer wieder vom Gericht gesprochen hat, ihr sollt euch bekehren, wenn ihr euch nicht bekehrt wird, Untergang kommen. Der Untergang ist gekommen, weil die Leute sich nicht bekehrt haben. Jeremia hat viel geweint über Jerusalem und über Israel. Ja, also dieses Wort Prophet, diese Bezeichnung haben wir im Alten Testament und das verursacht ab und zu mal etwas Verwirrung. Im Epheserbrief Kapitel 4 sagt Paulus, es gibt eine 5-fältige Dienst. Das sind nicht nur Apostel, da gibt es auch Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und 4 von diesen 5 sind eigentlich neu. Also in dem Alten Testament gibt es eigentlich keine Apostel. Es gibt auch es gibt keine Evangelisten. Also es heißt denn, wie schön sind die Füße derer, die das Evangelium oder die guten Nachrichten bringen. Wir denken, die könnten Evangelisten sein, aber Evangelist wird nicht per se da erwähnt im Alten Testament. Auch im Alten Testament gibt es Hirten, aber nicht wie sie beschrieben wird im Neuen Testament. Und auch Lehrer, ja, es gab den Schriftgelehrten, aber sie waren nicht die Lehrer, wie wir kennen in der Bibel. Aber wir haben dieser 5., dieser Prophet, und das macht das ein bisschen, also manchmal Verwirrung, weil Prophet wird dann häufig benutzt im Alten Testament, im Neuen Testament auch, aber sie sind unterschiedlich. Ein neutestamentlicher Prophet, der ist jemand, der hilft in der Gemeinde, den Fundamente zu legen, gemeinsam mit der Apostel, ist selten alleine. Apostel und Propheten machen die Fundamente in der Gemeinde in Antiochia. Da waren Propheten, aber auch Lehrer, die sich gegenseitig ergänzt haben. Und diese Propheten, die sind in erster Linie dazu da, um Trost zu bringen, um Ermutigung zu bringen, um Erbauung zu bringen. Eine mächtige Dienst, was Gott gebraucht, immer noch heute. Lass mich denn kurz ein Erlebnis erzählen, was ich selbst erlebt habe vor einigen Jahren, als ich in Afrika war. Ich war in einer Gemeinde in Kampala. Kampala ist die Hauptstadt von Uganda. Ich wurde dann gebeten zu predigen
etwa 200, 250 Leute waren in dieser Gemeinde. Und ehe ich zu predigen begann, ich habe dann ein prophetisches Wort auf dem Herzen gelegt. Ein Wort für eine Person, was in der Gemeinde war. Und Gott hat mir, so habe ich es geglaubt, Gott hat mir den Namen von einer Person gegeben. Und ich habe gefragt, ob George da ist. George ist nicht ein ungewöhnlicher Name in der englisch sprechenden Welt. Aber nachher hat der Pastor gesagt, wir haben nur einen George in der Gemeinde. Diesen George, der ist nicht immer da, weil er häufig Wochenenddienst hatte. Aber ich habe dann gefragt, ist George da? Denn ich spürte, wie Gott mir den Namen auf dem Herzen gegeben hat für einen George. Zuerst war Ruhe, niemand hat sich gemeldet. Und dann gab es ein bisschen Unruhe und die Leute, ich sah, sie schauten rum und sie alle guckten auf einen Mann, der sich endlich zu erkennen gegeben, ja, ich bin der George. Und also ich kann nicht ganz genau erinnern, mein Wortlaut, was ich gesagt habe, aber ich habe gesagt, George, das ist, was der Herr dir sagt. Du fürchtest, dass es zu einer Katastrophe kommt. Aber der Herr sagt, diese Katastrophe wird nicht kommen. Und alle, die gegen dich sind, würden schweigen. Und da gibt es dann auch keine Bibelstelle, ich glaube es ist in Jesaja 54, sagt, kein Waffe, was gegen dich gerichtet wird, wird es gelingen. Und ich habe dieses Wort auch noch dazu gefügt und so weiter, dass Gott wird ihn denn schützen. Ich habe dann gepredigt und am Anschluss an den Gottesdienst ist George auf mich zugekommen, hat sich vorgestellt und hat mir gesagt, dass er arbeitet bei dem Zoll. Und er ist so empört bei dem Zoll, dass es so viele Korruption gibt. Und er hat sich gegen die Korruption gestellt. Und die Leute, seine Kollegen, sind so böse mit ihm und sie haben angedroht, sie tun ihm etwas an. Und sogar in der letzten Woche hat er gesagt, sie mussten raus irgendwo aufs Land. Und die sind dann weggefahren ohne ihn. Und da war kein Bus und er musste dann etwa 10 Kilometer in der Hitze nach Hause laufen. Die waren so böse zu ihm und sie haben ihm auch sogar mit dem Tod gedroht, wenn er nicht aufhört, dies zu schaukeln. Und er hat mir erzählt, er hat schon etwas Angst dafür gehabt. Aber jetzt spricht der Herr zu ihm, die Katastrophe, die du erwartest, wird nicht geschehen. Und das hat so eingeschlagen mit ihm. Ein Wort der Liebe, ein Wort des Trostes, ein Wort der Ermutigung, ein Wort, was ihm denn aufgebaut hat. So ist, wie Propheten in unserer Zeit agieren sollen. Gerichtsdrohungen, das gehörte zum Alten Testament. Wir wissen auch, dass die Bibel sagt, am Ende, dass in den letzten Zeiten wird dann wieder Elia kommen und Elia hat Gericht gebracht. Er war ein Gerichtsbote, hat den Feuer von Himmel gerufen und dann hat er Baals Propheten getötet. Aber die Bibel sagt, was denn dieser Elia kommt. Er wird nicht kommen mit einer Gerichtsbotschaft, sondern er wird kommen, um die Väter und die Söhne, um die Generation zu einen und Versöhnung unter ihnen zu bringen. Der Dienst der Prophet im Neuen Testament ist ein ganz anderer Dienst der Propheten im Alten Testament. Und wenn wir darüber lesen, wenn wir darüber hören, dass es Propheten gibt, hab keine Angst, echte Propheten kommen mit Worten der Ermutigung, Worte des Trostes und Worte der Erbauung. Also, ich wünsche euch Gottes Segen für diesen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Bob Hatton.